Das Yushima-Seido, eine Oase der Stille inmitten der geschäftigen Metropole. Es ist heute der einzige Konfuzius-Tempel in Japan. Er wurde 1690 durch Shogun Tokugawa Tsunayoshi gegründet und diente als konfuzianische Akademie unter Leitung der Familie Hayashi. 1797 wurde das Yushima-Seido baulich erweitert und zur offiziellen Hochschule der Tokugawa und ihrer Vasallen. Tugend ist ein Schlüsselbegriff des Konfuzianismus. Das Gelände wird deshalb auch durch das Eingangstor zur Tugend, Jit-Tokumon, betreten. 1871 wurde die Akademie geschlossen. Den Eingang des Hofes bildet das zweite Tor, der Aprikosenaltar, Kyodan. Denn neben dem Altar, von dem aus Konfuzius selbst lehrte, soll ein Aprikosenbaum gestanden haben. Vor diesem Tor dürfen Schüler ihre Bitten um Beistand für Prüfungen und Schulerfolg aufhängen. Ihre Gebetsanliegen schreiben sie auf Holztäfelchen, die Emma genannt werden. Man kann sie im Büro des Heiligtums erwerben. Eine repräsentative Bitte lautet: Lass mich die Prüfung zum Wirtschaftsprüfer bestehen. Das Zentrum der Anlage bildet die Halle des großen Werdens, Taisei-den. Beim großen Kanto-Erdbeben von 1923 wurde die Anlage bis auf das Jit-Tokumon völlig zerstört. Nach Plänen des renommierten Architekten Ito Chuta wurde sie 1935 wieder aufgebaut. Allerdings in erdbebensicherem Stahlbeton statt Holz. Wochentags sind die Tore der Halle des großen Werdens verschlossen. Man kann jedoch auf seiner Treppe Gebete verrichten. Die Geldspenden verwendet der Tempel zur Instandhaltung der Gebäude. An Feiertagen kann die Halle des großen Werdens betreten werden. Ihr Zentrum bildet der Altar des Konfuzius. Man beachte die davor abgestellten Flaschen mit Opfersake, eigentlich ein shintoistischer Brauch. An der Ost- und Westseite der Halle stehen die Statuen der konfuzianischen 4 Weisen. Yense war sein Lieblingsschüler, er starb recht jung. Zhongzi war ein anderer Schüler, der das Buch des großen Lernens verfasste. Zisi war ein Enkel von Konfuzius und Schüler von Zhengzi. Er schrieb das Buch von Mitte und Maß. Mengzi entwickelte die Lehre des Konfuzius entscheidend weiter. Zweimal im Jahr findet im Tempel eine Konfuziusfeier statt, auf Japanisch Sekiten. Im Herbst wird der Geburtstag und im Frühling der Todestag des Meisters begangen. Dabei werden nach festem Ritus Opferspeisen dargereicht. Da es in Japan allerdings keine konfuzianischen Priester gibt, wird heutzutage ein Shinto-Priester des benachbarten Kanda-Myojin-Schreins damit beauftragt, eine shintoistische Zeremonie durchzuführen. Dieser hölzerne Dachreiter stammt aus der Zeit vor dem Erdbeben. Er stellt eine Chimäre dar, einen Fisch mit Drachenkopf, der als Meeresgott das Dach vor Feuer bewahren sollte. Er wiegt mehr als 600 Kilogramm. Das Dach ist mit mehreren solcher Figuren geschmückt. Ein weiteres Fabeltier ist eine Mischung aus wildem Hund, Raubkatze und Drache. Er soll den wilden Geist der konfuzianischen Philosophen verkörpern. Im Garten steht eine Konfuzius-Statue, die 1975 vom Lions Club in Taiwan gestiftet wurde.
Sie gilt als die größte Konfuzius-Statue der Welt. Diese Inschrift zeigt einen zentralen Ausspruch und Anspruch des Konfuzianismus: Erziehung kennt keine Klassen. Es ist andererseits erst die Bildung, welche den Menschen zu einem wahren Menschen veredelt. Das Tor, durch welches wir die Anlage verlassen, trägt deshalb als Inschrift das Motto: Den Blick auf das Erhabene richten.